Ahoi zusammen, hier ist wieder Christine und ich schaue mir heute den letzten Kandidaten für den deutschen Vorentscheid an, nämlich Icke Hüftgold alias Matthias Distel. Der hat tatsächlich das TikTok-Voting gewonnen. Und zwar über 100.000 Menschen haben abgestimmt und er hat über die Hälfte der Stimmen bekommen, 52%, und das ist ein klares Voting. Das heißt, er wird am 3. März mit dabei sein beim deutschen Vorentscheid. Und ich bin gespannt. Einiges von dem Lied habe ich schon gesehen und auch Ausschnitte gehört. Und er fällt auf jeden Fall aus dem Rahmen und ist ein ganz spezieller Kandidat. Was kann man noch sagen über ihn? Er ist 46 Jahre alt und ist hauptsächlich bekannt dafür, dass er Ballermann, Mallorca, Schlager, Partymusik macht. Und immer mit sehr eingängigen Texten natürlich, dass man die auch mit höherer Promillezahl noch mitgrölen kann. Und letztes Jahr besonders in den Schlagzeilen mit einem Song, Laila, der sehr umstritten war wegen seines frauenfeindlichen Textes. Und dieses Jahr bringt er uns also einen Song mit, der das Ganze, glaube ich, ein bisschen humorvoll auf die Schippe nehmen soll. Ich bin gespannt und hören wir mal rein. Wir brauchen endlich mal ein Lied ohne Saufen. Wir brauchen endlich mal ein Lied ohne Sex. Wir brauchen endlich mal ein Lied ohne Drogen. Endlich mal ein Lied mit gutem Text. Sagt der Richtige. Also ist auf jeden Fall schon mal typische Ballermann-Mucke. Alle sagen, unsere Lieder seien ziemlich mies. Alle sagen, unsere Bässe ballern ziemlich fies. Alle sagen, Das Schlimme ist ja, man muss ja direkt so machen, ne? Man kann ja gar nicht, das ist ja so ein Körper drin, ne? Wenn man es gar nicht will. doch auf die Frage, gibt's das Ganze auch in schön? Hatten wir folgende Ideen. Wir brauchen endlich mal ein Lied ohne Saufen. Oh mein Gott. Also ist auf jeden Fall sehr selbstironisch, weil er quasi ja selber formuliert, dass die Texte besser sein müssten und die Inhalte ein bisschen niveauvoller und das Ganze natürlich verpackt in den typischen Ballermann-Sound. Was hat er da eigentlich an? Das sieht so ein bisschen aus wie so eine Wärmefolie von der Feuerwehr. Alle sagen, unsere Töne klingen ziemlich schief. Alle sagen, das Niveau sei einfach viel zu tief. Alle sagen, wir wären völlig grenzdebil. Alle sagen, 0 Punkte wären noch zu viel. Und Das spielt ja auf unsere Null-Punkte-Reihe der letzten Jahre an. verfassten wir folgende Zeile. Der Text nimmt natürlich jeglicher Kritik den Wind aus den Segeln, weil er ja schon quasi das Ganze singt. Aber das verstehen die ja international gar nicht. Lalala ist international. Lalalala. Lalala. Das stimmt, das ist international. Zumindest der Teil. Oh mein Gott, ich weiß gar nicht, was ich sagen soll. Ich weiß nicht, so ein bisschen zwischen schockiert und sehr amüsiert. Aber, oh Gott, ich weiß es nicht. Vorbei. Okay, das war krass. Das war anders, als ich erwartet hätte. Es ist auf jeden Fall ein Witzsong, der auf jeden Fall gute Laune macht und man kann ihn auf jeden Fall mit einem Augenzwinkern sehen, glaube ich. Er schlägt natürlich in eine Kerbe, die ich als ESC-Fan und jemand, der das schon eine Weile begleitet, natürlich nicht so gerne habe, nämlich eigentlich das Ganze auch ins Lächerliche zu ziehen und unsere vielleicht schlechten Platzierungen auf die Schippe zu nehmen und zu sagen, dann können wir auch irgendwas singen und das quasi so ein bisschen ins Lächerliche ziehen. Also ich fände es schade, wenn er wirklich Deutschland repräsentiert, weil ich nicht weiß, ob dieser doppelte Boden-Ironiefaktor transportiert werden kann, weil dafür muss man den Text wirklich verstehen. Ich meine, das kann man natürlich in Interviews und mit einer guten Anmoderation eventuell erklären, aber was bleibt ist natürlich, die Deutschen kommen mit einem Ballermann-Hit. Und das fände ich irgendwie schade, weil wir haben auch noch so ein gutes anderes Starterfeld, aber
er bringt auf jeden Fall Spaß mit rein in den Vorentscheid und auch ein bisschen Spannung. Und wenn es nicht kontrovers wäre, dann wäre es auch wieder langweilig. Insofern bin ich gespannt, wie er abschneiden wird und total gespannt auf eure Kommentare. Also was sagt ihr zu diesem Lied? Ist das ein Must-Have dieses Jahr? Können wir damit was reißen? Oder sagt ihr, um Gottes Willen, bloß nicht, damit blamieren wir uns auf voller Linie? Schreibt es in die Kommentare und ich bin gespannt, was ihr sagt.